Nachdem wir gestern über die Sondierungsgespräche der CDU und SPD uns unterhalten haben und festgestellt haben, dass es sich so anhört, als ob Honig um den Mund der Wähler geschmiert worden ist, wollen wir jetzt einmal ganz kurz darauf eingehen in die Details, was nämlich die meisten Menschen überhört haben bzw. aufgrund des Menschseins wieder mal vergessen haben, was zuvor gesagt worden ist. Und vor allen Dingen die deutsche Sprache, sie ist eine sehr direkte Sprache und sehr genau und dementsprechend muss man auch genau zuhören. Und du wirst gleich erfahren, wieso Merz es wie Merkel macht. In diesen Sondierungsgesprächen waren viele Punkte wichtig zu klären. Wir wollen uns aber hier auf den Hauptpunkt der Migration beschränken, denn der ist schon groß genug und das ist ein Punkt, der höchstwahrscheinlich nicht wieder mal so umgesetzt werden kann, wie es uns versprochen worden ist, beziehungsweise selbst jetzt nach der Bundestagswahl hier in den Sondierungsgesprächen per Pressekonferenz ganz offiziell gesagt und mitgeteilt worden ist. Andere Punkte wie zum Beispiel das Infrastrukturpaket 500 Milliarden Euro oder natürlich auch die Aufrüstung und vieles mehr. Ganz sicher bin ich mir da, dass das umgesetzt wird, weil es im Umkehrschluss wieder mal dem Bürger an sich mehr in der Tasche, die Tasche glühen wird und dementsprechend eher zum Nachteil ist. Das, was immer positiv für den Bürger ist, habe ich so das Gefühl, seit Jahren, ist immer eher stiefkindlich zu behandeln. Und deswegen wollen wir hier uns einmal auf das Thema Migration beschränken, was natürlich ein wichtiger Punkt ist und ein wichtiger Punkt bei den Bundestagswahlen war. Da wurde nämlich ganz klar gesagt von der SPD, dass die sich natürlich nicht für Migrationsstopp bzw. für Grenzschließungen einsetzen möchten und wiederum der Friedrich Merz mit der CDU ganz klar gesagt hat, dass er das Bundesinnenministerium ansetzen wird, die Grenzen zu schützen und zu kontrollieren und direkte Abweisungen durchzuführen. Und wir wollen uns jetzt einmal das Sondierungspapier im Detail mal anschauen und Wort für Wort das Ganze analysieren. Und dann werden wir nochmal zwei Herren sprechen lassen am Ende des Videos, was sie zu dem Ganzen sagen. Also bleibt da unbedingt dran. Thema Migration. Und da wollen wir direkt mal einsteigen, denn Deutschland ist natürlich ein weltoffenes Land und wird es auch bleiben. Wir werden Migration ordnen und steuern und die irreguläre Migration wirksam zurückdrängen. Und dieses Wort zurückdrängen bedeutet nicht schließen oder stoppen oder beenden. Das bedeutet nur zurückdrängen, was wiederum bedeutet, dass wenn es vielleicht letztes Jahr unter der Ampel zu 1000 Zurückdrängungen kam, wenn die jetzt 1001 Zurückdrängungen haben, dass sie sich an der Ampel gemessen verbessert haben. Also das Wort zurückdrängen ist zu beachten, Leute. Genau wie im nächsten Punkt die Begrenzung der Migration. Das Ziel der Begrenzung der Migration wollen wir zusätzlich zur Steuerung wieder ausdrücklich in das Aufenthaltsgesetz aufnehmen. Begrenzung bedeutet ja auch wiederum, dass es so weit laufen kann, bis dann irgendwann eine Grenze erreicht ist. Und wie die Grenze aussieht von dieser Koalition dann in diesem Sondierungsgespräch, das weiß man jetzt aktuell noch nicht. Jetzt kommt der absolute Knaller. Ich drehe die Kamera. Zurückweisung an den Staatsgrenzen. Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen, auch bei Asylgesuchen, vornehmen. Wir wollen alle rechtsstaatlichen Maßnahmen ergreifen, um irreguläre Migration zu reduzieren. Und da wollen wir doch mal hören, was der Herr Baumann von der AfD zu berichten hat. Liebe Freunde, die Presse berichtet ja gerade hoch und runter, Friedrich Merz habe sich mit der SPD heute geeinigt. Es gäbe mit der neuen Regierung jetzt wirklich Zurückweisung aller Asylmigranten an der Grenze. Freunde, ist das wirklich so? Stimmt die SPD unter Saskia Esken und Klingbeil Zurückweisung an der Grenze jetzt wirklich zu? Dann wäre die SPD ja bald ein möglicher Koalitionspartner für uns. Wie heißt es denn genau in dem Papier? Da steht: Wir werden Zurückweisung an der Grenze bei Asylsuchenden vornehmen. Aber da steht auch noch, in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn. Und das ist das Ding.
Liebe Freunde, dazu muss man eins wissen. Bislang galt immer, wenn man Migrationsbegrenzung nicht möchte, wenn man das verhindern will, aber so, dass es nicht jeder gleich merkt, dann muss man nur sagen, ja, wir sind für Migrationsbegrenzung, aber nur in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn. Das hat die CDU unter Merkel 16 Jahre so gemacht. Und das hat Scholz mit seiner Ampel so gemacht. Und das hat nie funktioniert. Das kann auch gar nicht funktionieren. Denn unsere europäischen Nachbarn, die haben davon nichts. Für die ist es viel bequemer, wenn sie weiterhin ihre Migranten einfach loswerden können über die offene Grenze nach Deutschland. Dann ist für sie das Problem gelöst. Deshalb, liebe Freunde, wer so formuliert, Zurückweisung an den deutschen Grenzen ja, aber nur in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn. Wer so formuliert, der will betrügen. Das ist die Merkel-Masche. Die kommt jetzt wieder. Aber so werden weiterhin monatlich 10.000 und mehr über die deutschen Grenzen kommen. Dieser Betrug wird der Wähler schnell merken. Und dann ist diese Union endgültig erledigt. Und dann kommen wir. Dann der nächste Punkt, freiwillige Aufnahmeprogramme beenden. Wir werden freiwillige Bundesaufnahmeprogramme so weit wie möglich beenden, zum Beispiel aus Afghanistan, und keine neuen Programme auflegen. Also das heißt, sie wollen das nicht stoppen, diese Flugzeuge, die dann da reinkommen zum Beispiel, sondern sie möchten es nur so weit wie möglich. Und das ist doch wieder eine ganz klare Definition von, sie versuchen es, aber naja, wir haben es dann wohl nicht geschafft. Aber wir haben es gesagt. Noch ein Punkt, Familiennachzug aussetzen. Wir setzen den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten befristet aus. Das bedeutet, es kann ein Tag sein, vielleicht eine Woche oder auch einen Monat, aber befristet. Also, das ist in meinen Augen schon sehr zu hinterfragen, das Ganze. Und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Und nun zum Ende des Videos möchte ich dir noch ein paar Worte einer möglichen Zukunft in Deutschland in Bezug auf die AfD dir noch einspielen. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Viel Spaß dabei. Wenn dieser Trend so weitergeht, dann sage ich voraus, dann könnte eintreten, was ein Korrespondent der FAZ, Justus Bender, in einem Buch 2017 vorher gesagt hat. Das ist unglaublich. Der hat ein Buch geschrieben über die AfD und hat gesagt, 2017, im Jahr 2021 wird Olaf Scholz eine Regierung bilden. Das war damals noch nicht jedem klar. Und die Regierung wird bis 2025 regieren und wird am Ende unbeliebt sein. Und dann gibt es einen Terroranschlag. Und unter dem Eindruck von Terror und Angst wird die AfD 28% gewinnen. Und dann werden alle demokratischen Parteien sagen, wir machen aber jetzt eine Koalition gegen die AfD. Und nach einem Jahr wird das scheitern, weil die Parteien sich nicht einigen. Und dann wird in der CDU jemand aufstehen und sagen, machen wir die Koalition mit der AfD. Und 2026 gibt es den AfD-Kanzler. Das ist in Österreich passiert. In dem letzten Monat. Das ist Österreich. Die FPÖ hat 28% bekommen. Der ÖVP-Kanzler Nehammer hat gesagt, nie mit der FPÖ, mit Kickl. Er hat Koalitionsverhandlungen geführt. Die Stimmung war so schlecht, die sind gescheitert. Die Liberalen, das ist ja das, was Frau Münstermann gerade angedeutet hat. Genau, sind gescheitert. Also die Stimmung nach gestern. Nehammer ist zurückgetreten. Der Mann, der gesagt hat, nie mit der AfD, ist zurückgetreten. Neue Leute in der ÖVP haben gesagt, okay, jetzt wird Kickl wahrscheinlich Kanzler. Das ist in Österreich eine Katastrophe, weil wir haben jetzt eine Pro-Putin-Partei, aber in Deutschland wäre das Ende der EU.